Wie ich schon vor, glaube ich, 2 Jahren erzählt habe, obwohl ich keine familiäre Verbindungen nach Amerika habe, ja, obwohl ich eigentlich noch nie dort war, gehört Thanksgiving bei uns seit Jahren zu unserem Familienfestkalender. Irgendwann hat diese Tradition mein Interesse geweckt und so habe ich nach und nach durch verschiedene Rezepte aus dem Internet durchgelesen und ausprobiert. Äh, Da ich meine Kindheit auf dem Lande verbracht habe, gehört der Erntedankgedanke zu meinem Leben einfach dazu. Traditionell gehört in meiner Familie eigentlich seit 50 Jahren ein Picknick im Freien, etwa in der Zeit der ersten Kartoffelernte zum Festkalender, aber darüber erzähle ich euch vielleicht ein anderes Mal. Derzeit ist wegen Corona natürlich große Familienpicknick nicht drin, und diese amerikanische Tradition mit Truthahn und so weiter haben wir parallel dazu einfach auch irgendwie lieb gewonnen. Vor 10 Jahren habe ich tatsächlich einen 5 Kilo Vogel mit Füllung und Beilagen gebraten und entsprechend große Menge Gäste dazu eingeladen. Derzeit feiern wir aber nur zu zweit mit meinem Mann und meine Eltern schalten sich dann über Skype dazu. Meistens halten wir uns dabei das amerikanische Datum, aber manchmal, wie zum Beispiel heuer, nachdem das nächste Wintersemester wieder in Präsenz stattfindet und großer Kochmarathon mitten in der Woche in meiner Studentenbude nicht in Frage kommt, nehmen wir wieder das traditionelle deutsche Datum dafür, also den 1. Oktobersonntag. Deswegen fange ich mit dem Ganzen schon früher diesmal. Ein paar Sachen bereite ich natürlich schon vorher, die man noch einfrieren kann und so weiter. Also heute mache ich meine Preiselbeerensoße und ein bisschen Deko für den Nachtisch. Diesmal wird bei der Soße ein wenig geschummelt, weil ich leider keine frischen Preiselbeeren bekommen habe. Und die Sauerei mit dem frischen Granatapfel habe ich mir diesmal bewusst erspart. Zuerst nehme ich 100 Milliliter Rotwein, eine Zimtstange, etwa 3 cm Vanilleschote, 3 Nelken, 2 Wacholderbeeren, 2 Pimentkörner und ein paar Chiliflocken. Ich mag es so ein bisschen würzig. Ich koche die Gewürze im Wein auf und lasse es dann ziehen, bis es abgekühlt ist. In der Zwischenzeit schneide ich einen Apfel klein und etwas Schale von einer gut heiß abgespülten Bio-Orange. Die Gewürze nehme ich dann aus dem abgekühlten Wein natürlich raus. Wenn ich frische Preiselbeeren habe, tue ich sie zuerst schon in dem Wein etwas vorkochen, weil sie relativ hart sind, bevor ich Apfel und die Orangenschale dazu tue. Heute, da ich Preiselbeeren auch im Glas habe, tue ich das alles gleichzeitig rein. Und das lasse ich dann auch wieder auf kleine Hitze köcheln, bis der Apfel so gut wie zerkocht ist. Die Granatkörner in dem Fall aus dem Glas nehme ich auch dann erst kurz vor dem Schluss und nehme einfach so, also probiere zum Abschmecken. Also genauso mache ich es eigentlich mit dem Zucker. Bei frischen Preiselbeeren findet ihr unten in der Beschreibung die Mengenangaben, da aber die Preiselbeeren im Glas unterschiedlich süß sein können und ja, muss man das auch mehr oder weniger nach dem Geschmack machen. Ich werde schauen, nachdem die Soße jetzt abgekühlt ist, ob ich da eventuell etwas Zucker hinzufügen muss oder nicht. Ja, und für die angekündigte Nachspeise gieße ich heute einfach nur etwas Kuvertüre in Pralinenformen ein. Wenn sie dann ausgehärtet sind, werde ich sie dann kurz, bevor ich die Nachspeise mache, noch weiter mit Schlagsahne und anderen Sachen füllen.